bekommt jetzt ein kleines Diorama. Hier als Basis verwende ich den kleinen Bilderrahmen. Wie ihr seht, war nicht teuer, 79 Cent. Werde ich so lassen, wie er ist, weil das ist eigentlich eine gute Basis. Und dass auch der Rahmen stabil bleibt, ist nicht schlecht. Hier habe ich die Figuren und 2 Benzinfässer. Ja, das ist relativ klein, aber fein. So, hier habe ich wieder das Fimo Air Basic, ja, Modelliermaße. Das habe ich eigentlich schon mal gezeigt, aber machen wir es halt nochmal. Den Rahmen von dem Bilderrahmen habe ich jetzt einfach mal abgeklebt mit Kreppband. Damit mir hat die Holzfarbe ziemlich gut gefallen. Die kann man so lassen. Hat man schon mal einen schönen Rahmen. So, ich tue jetzt zunächst einfach mal die Modelliermaße da so grob reinstopfen. Und der Feinschliff kommt dann später. So in die noch feuchte Masse kann man dann auch gut so Kettenspuren eindrücken. Bloß meistens verschwinden die später wieder, also man kann sie halt nicht mehr so deutlich sehen wie hier. Was ein bisschen schade ist. Ja, aber vielleicht kann ich auch in die feuchte Masse, wenn ich dann die Erde drauf tue, vielleicht kann ich da noch was reindrücken. Ich werde jetzt noch auf die feuchte Masse gleich die Erde drauf bringen. Das mische ich einfach mit Weißleim und Wasser an, oben einen Pinsel drauf und danach kann man auch gleich das Grünzeug drauf schmeißen, weil ich denke nicht, dass sich da jetzt viele Risse bilden werden, weil ja drunter eine Glasplatte ist, die sich ja nicht wellen kann, und der Rahmen sollte eigentlich auch bleiben. Ich denke mal, es müsste funktionieren. Mal schauen. So, hier in dem Schälchen habe ich ein bisschen Tesa-Holzleim und feine Erde aus dem Garten. Und jetzt brauchen wir ein bisschen Wasser, damit es streichfähig wird. Die Mixtur kann man jetzt zum Beispiel als Grundlage für Dioramen verwenden, einfach um die Erde darzustellen. Oder wenn man es stärker verdünnt, kann man da auch gut Panzermodelle mit verdrecken. Das ist ziemlich universal einsetzbar und spottbillig. Ja, wenn wir ein bisschen mehr Wasser brauchen, oder? Wobei, nee, das passt so. Praktisch jetzt so richtig so ein Brei. Und der kommt jetzt einfach aufs Diorama. So, ich habe hier von Busch, Getreidefeld und Schilf. Das sind einfach so Borsten. Da möchte ich jetzt da vorne einfach so ein Weizenfeld mal bauen. Mal. So. Und einfach immer so Büschel rausschneiden und die dann auch in die feuchte Masse reinstecken.
natürlich jetzt relativ mühsame Arbeit, aber ich werde es mal ausprobieren, ich habe das noch nie gemacht. Also spätere Projekte vielleicht auch im größeren Maßstab. So, hier ist mein Weizenfeld, hat nur so ein Ausschnitt. Ja, ich bin eigentlich ganz zufrieden, so wenn es ein bisschen größere Fläche wäre, würde es schon ziemlich mühsam werden. Aber so, das ging jetzt relativ flott, das war ganz okay. So. Hier kann man dann auch die Kettenspuren eindrücken. Geht auch ganz gut eigentlich. So ungefähr. Gut, jetzt brauchen wir ein bisschen Grünzeug. Da verwende ich gern von Heki, so relativ langfaseriges Gras. Und so zur Auflockerung dazwischen von Federico Rex, Greenline, diese so Grasbüschel. Sind ja relativ teuer, aber ich finde, denen kann man wirklich was anfangen, weil die sind sehr gut gemacht. So, da habe ich natürlich ein paar verschiedene, das ist ganz klar. Ja, dann streuen wir mal ein bisschen Gras drauf. Zum Beispiel hier zwischen, ihr könnt ja zum Beispiel einen Feldweg verlaufen, da kann man diese länglichen Stücke dann nehmen. Ja, wenn man die dann hier so reindrückt in die Masse, dann sieht man auch nicht den Kleber, der verschwindet dann. Ist dann auch ziemlich angenehm. So, machen wir so einen relativ krummen Feldweg. Eher langweilig sonst. So, dazwischen nur ein paar kleinere, andersfarbige Grasbüschel platzieren. Ja, und dann einfach mal das Gras. Ich nehme das immer so büschelweise und schmeiße es dann so drauf und hinten nach drücke ich es auch in die Masse rein, dann klebt es besser und es steht auch ein bisschen auf. Das ist jetzt kein Static Grass, aber ich finde, es sieht auch ganz gut aus. Um einfach wegen Variation zu erreichen, kann man natürlich auch Gebiete machen, wo wenig weniger Gras ist wie hier, manche Gebiete, wo mehr ist. Ich meine, die Natur hält sich ja nicht irgendwelche Regeln, das wächst halt einfach irgendwie. Und so muss man das natürlich auf dem Diorama auch machen. Ja, ich glaube, das reicht schon mal vom Gras. Das Entscheidende bei einem Diorama ist, dass man
sozusagen unterschiedliche Wuchshöhen von den Pflanzen hat. Jetzt haben wir natürlich hier das Weizen, das Gras, einmal ein bisschen länger, mal kürzer. Jetzt bringen wir noch ein paar andere Pflanzen auf. Da habe ich hier so getrocknete Pflanzen, ja, das ist, glaube ich, Meerschaum heißt es. Und wenn man dann da hier mit der Schere so kleine Zweige abschneidet, dann kann man die hier irgendwo reinstecken in den noch feuchten Untergrund. Und da hat man hier auch noch ein paar so Pflänzchen, die da so wachsen. Verwendet man am besten eine Pinzette, weil dann kann man sie gut reinstecken, ohne dass man sie irgendwie zerbricht. Bringen wir noch ein paar auf. Aber nicht so viele, sonst wird es ja wieder eintönig. So. Dann gibt es ja nochmal so ein Kräuterzeug, das ist von MK35 Productions. Was aus Frankreich, ich weiß nicht, das wächst bei uns nicht, aber das haben die halt getrocknet und verkauft. Das ist ziemlich billig und ich habe das schon vor 3 Jahren gekauft und aus der Packung fehlt eigentlich so gut wie nichts, obwohl ich das für jedes Diorama verwende. Ich weiß aber jetzt nicht, wie die Pflanze heißt, das wäre mal interessant rauszufinden. Weil dann würde ich das vielleicht selber in meinem Garten anbauen. Ich denke mal, das wächst wie Unkraut. Okay, ich finde, das ist eigentlich schon mal genug vom Grünzeug. Zum Schluss schütte ich nochmal ein bisschen Erde drüber. Vor allem hier am Feldweg. Damit es dann nicht so schlammig aussieht, sondern schon wie feste Erde. Dann auch ein wenig festdrücken. Okay. Die Fässer, die könnten, legen wir mal eins hier hin. Ein bisschen Kleber brauchen. Das andere stellen wir hier hin. Ja. So, und die Figuren kleben wir jetzt auch mal auf. Ich sag, die wo am Boden stehen, die bleiben ja sowieso stecken in der noch feuchten Masse und die am Fahrzeug werden halt mit normalen Kleber befestigt. So, jetzt muss die Geschichte noch ein bisschen trocknen und ich hoffe mal, dass sich die Modelliermasse nicht irgendwie verzieht.
Wenn es dann trocken ist, kommt das Kerbband weg und dann hat sich das. Am wildesten Ross